Der Goldfinger ist zurück. Nein, wir reden hier nicht von James Bond, sondern vom bekannten deutschen Steuersparmodell, das eigentlich vor rund 10 Jahren von der Finanzverwaltung abgeschaltet wurde. Was es damit auf sich hat, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher anschauen. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 7.10.2024 berichtete, ist wohl eine neue Variante des bekannten Goldfinger Steuersparmodells aufgetaucht. Hier der Artikel von der FAZ. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Die Steuerbehörden sind alarmiert. Das baden-württembergische Finanzministerium ist auf eine neue Spielart des Goldfinger-Steuersparmodells aufmerksam geworden. Ende August informierte dieses in einem Brief mit dem symbolischen Betreff Gestaltungen Bull und Bär seine Mitstreiter in den Ländern und im Bundesfinanzministerium. In dem dreiseitigen Schreiben, das der FAZ vorliegt, beschreiben die Stuttgarter das Modell ganz genau und fordern entsprechende Konsequenzen, um es abzustellen. Soweit die FAZ. Nun, vielleicht sollten wir kurz erklären, was es mit diesem Goldfinger-Steuersparmodell eigentlich so auf sich hatte. Das Ganze funktionierte so. Nehmen wir mal an, dass du einen Bonus oder eine Abfindung für 1 Million Euro erhalten hast. Dann konntest du damals eine Personengesellschaft im Ausland gründen, zum Beispiel in England. Und diese Personengesellschaft hatte zum Gesellschaftszweck den gewerblichen Handel mit Edelmetallen. In diese Personengesellschaft hast du dann deine 1 Million Bonus oder Abfindung einbezahlt. Dann hat diese Gesellschaft damit Gold gekauft. Dann hat sie für den Rest des Jahres gar nichts mehr gemacht. Das heißt, du hattest also diesen sehr teuren Goldkauf für 1 Million. Und weil es eben eine gewerbliche Edelmetall-Handelsgesellschaft war, war dann das Gold Handelsware. Und aufgrund der Tatsache, dass ja die Gesellschaft keinerlei Umsätze gemacht hat, hat sich somit also ein Verlust über 1 Million Euro ergeben. Denn du hast 1 Million in die Gesellschaft investiert, die Gesellschaft hat Handelsware damit gekauft, es gab keine Umsätze, somit also 1 Million Verlust. Bei einer Personengesellschaft bezahlt ja nicht die Gesellschaft selbst Steuern, sie ist steuertransparent, sondern die Steuern bezahlt der Gesellschafter, also du. Und du konntest also somit diese 1 Million Verlust, die du erwirtschaftet hast in England, mit deinem deutschen Einkommen verrechnen. Somit hattest du also unterm Strich 0 Einkommen und somit natürlich auch 0 Steuern. Im folgenden Jahr hat dann die Gesellschaft das Gold wieder verkauft und unter der Annahme, dass der Goldpreis in der Zwischenzeit zum Beispiel 5% gestiegen ist, musste dann eben auf diese 5% Steuern bezahlt werden. Das heißt also für 1 Million Gold gekauft, das Gold wieder verkauft für 1.050.000, dann waren eben Steuern auf 50.000 fällig. Denn das ist der Gewinn aus dem Handelsgeschäft. Somit konntest du also praktisch legal Steuern hier auf diese 1 Million komplett vermeiden. Das waren also locker mal Steuern in Höhe von 450.000 Euro. Dieses Modell funktionierte jahrzehntelang. Man hat das alles genau so angegeben gegenüber der Finanzverwaltung. Man hat natürlich nichts verheimlicht, nichts verschwiegen. Man hat genau erklärt, was man gemacht hat, bis dann die Finanzverwaltung Wind davon bekommen hat, dass das Ganze im Grunde genommen ein inszeniertes Steuersparmodell ist. Danach gab es eine Gesetzesänderung. Damit wurde dann das Steuersparmodell abgestellt. Verluste konnten nur noch im Jahr des Verkaufes letztlich hier verrechnet werden, aber nicht mehr im Vorjahr. Somit war der steuerliche positive Effekt natürlich weg. Jene, die dieses Steuersparmodell verwendet hatten, haben dann vielfach Probleme mit der Finanzverwaltung bekommen und mussten sich hier gegebenenfalls dann mit steuerlichen Rückforderungen oder sogar dem Vorwurf der Steuerhinterziehung konfrontiert sehen. Allerdings hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass das Modell komplett legal war. Zumindest dann, wenn es sich wirklich um eine gewerbliche Goldhandelsgesellschaft gehandelt hat. Wenn sie natürlich nicht wirklich gewerblich tätig war und im Grunde genommen nur eine Briefkastengesellschaft war, dann hast du ein Problem, dann ist es eine Umgehung, dann musstest du letztlich die Steuer nachzahlen und dich möglicherweise wegen Steuerhinterziehung verantworten. So, in dem neuen Modell, was jetzt offensichtlich hier an Vermögende von entsprechenden Beratungsgesellschaften hier verkauft wird, geht es nicht mehr um Edelmetalle, sondern diesmal um Derivate. Und zwar, es geht um Derivate auf
Rohstoffe. Auch hier wird wieder eine Personengesellschaft gegründet. Sie wird im Ausland gegründet oder es handelt sich um eine deutsche Gesellschaft, die eine deutsche Niederlassung hat. Auch hier zahlst du wieder deine Abfindung oder deinen Bonus in diese Personengesellschaft ein. Wie gesagt, der Handel mit Wertpapieren muss gewerblich ausgerichtet sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, gemäß der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird durch den Abschluss gegenläufiger Geschäfte in 2 aufeinanderfolgenden Jahren gewährleistet, dass dem Spekulationsverlust im ersten Jahr, der dann die steuerlichen positiven Effekte erzielt, ein Spekulationsgewinn im nächsten Jahr gegenübersteht. So kommt es dann zu einem Nullergebnis. Steuern werden also keine fällig und du kannst in dem Jahr, wo im Grunde genommen der Verlust entsteht, diesen dann steuerlich geltend machen. Ich gehe davon aus, dass diese Gestaltung von der Gesetzesänderung, die vor ungefähr 10 Jahren hier implementiert wurde durch die Finanzbehörden, nicht tangiert wird, weil es sich womöglich nicht um Handelsware handelt, sondern eben um solche Finanzderivate und dass das Modell daher funktioniert hat. Jetzt sind die Behörden alarmiert und sie wollen dagegen vorgehen. Die Frankfurter Allgemeine zitiert das Schreiben, das die baden-württembergische Finanzverwaltung ihren Kollegen geschickt hat. Wir sehen das Modell als rechtwidrig an, weil dadurch die in Deutschland zu zahlende Steuer unzulässig verkürzt wird. Entsprechend werden unsere Finanzämter auch vorgehen, wenn bei ihnen ein solcher Fall auf dem Tisch landet. Soweit eine Sprecherin des Finanzministeriums in Baden-Württemberg. Auch das Bundesfinanzministerium unter Christian Lindner ist offensichtlich hier auf dieses Steuersparmodell aufmerksam geworden. Das heißt, alle, die es verwendet haben, davon gehe ich aus, können in den nächsten Jahren hier mit unangenehmer Post vom Finanzamt rechnen. Natürlich, man kann dann hier durch die Gerichte versuchen, sein Recht zu bekommen. Und wenn man wirklich an einer gewerblichen Trading-Firma beteiligt war, dann sollte das auch so Bestand haben. Aber das wird sich dann eben zeigen. Unangenehm wird es auf jeden Fall werden. Wir haben es damals selbst erlebt. Wir haben für einige Mandanten, die das alte Goldfinger-Modell genutzt haben, hier Personengesellschaften in UK gegründet. Wir haben dazu nicht beraten, aber wie gesagt, die Steuerberater der Mandanten in Deutschland sind damals auf uns zugekommen. Und wir haben eben hier vielfach erlebt, dass der Mandant dann Ärger bekommen hat mit den Finanzbehörden. Daher mein Rat an dich. Ich würde mich auf keinen Fall auf solche Modelle einlassen. Wenn du in Deutschland wohnst und steuerpflichtig bist, kannst du eine solch aggressive Steuergestaltung nicht betreiben. Das ist fast immer ein Bumerang. Mein Tipp für dich, zieh ins Ausland um. Es gibt genug Länder, wo man sehr wenige oder gar keine Steuern bezahlen muss. Dort kannst du dann nach Herzenslust Steuern sparen und Steuern optimieren. Ich würde mich niemals auf ein solches Modell in Deutschland einlassen. Ich finde es fahrlässig, wenn dein Steuerberater dir dazu geraten hat. Mach es richtig, zieh ins Ausland um, verabschiede dich vom Finanzamt, wechsel sozusagen das Finanzamt, wechsel zu einem Finanzamt im Ausland. Dort wird man dich besser behandeln und du wirst bei weitem besser wegkommen. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.